unglaublich, Unsummen, unvernünftig, unsportlich, Unsicherheit, unkonzentriert, Sprachen lernen, Finanzmärkte, Unternehmen, Umweltkatastrophen. Egal um was es geht, die Vorsilbe un werdet ihr im Deutschen ganz oft finden, denn sie ist eine der häufigsten und vielfältigsten Vorsilben im Deutschen. Aber was bedeutet die Vorsilbe un und was können wir mit ihr machen? Das klären wir im heutigen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid auf unserem Kanal Doppelt hält besser. Wie wir in den Beispielen zu Beginn schon gesehen haben, lässt sich die Vorsilbe un ganz vielfältig einsetzen und mit vielen Nomen und Adjektiven kombinieren. Sehr oft verwandelt die Vorsilbe un das Wort in das Gegenteil und funktioniert deshalb wie eine Art Negation, die wir normalerweise mit nicht oder kein bilden. Un kann übrigens immer nur mit Substantiven und Adjektiven gebildet werden. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie un mit Adjektiven funktioniert. Wie wir schon gehört haben, können wir mit un immer eine Negation bzw. das Gegenteil ausdrücken. Das heißt, meistens macht un das Gegenteil aus dem, was danach kommt. Es zeigt uns also, was etwas nicht ist. Schauen wir uns dazu ein paar Beispiele an. Fair, unfair, also nicht fair. Interessant, uninteressant. Das Buch ist uninteressant. Sicher, unsicher. Der Termin ist noch ziemlich unsicher. Pünktlich, unpünktlich. Er war heute nicht pünktlich. Er ist meistens unpünktlich. Sportlich, unsportlich. Freundlich, unfreundlich. Glücklich, unglücklich. Aber Achtung, Adjektive, die die Endung voll, wie zum Beispiel humorvoll, oder reich, wie zum Beispiel in erfolgreich haben, können nicht mit der Vorsilbe un verneint werden. Da wird das Gegenteil oft mit los gebildet, also zum Beispiel humorlos. Und natürlich gibt es dann noch ganz viele andere Adjektive, die weder eine Vorsilbe noch eine Nachsilbe verwenden, um das Gegenteil auszudrücken, sondern diese verwenden dann einfach ein ganz anderes Wort, wie zum Beispiel gut, schlecht, groß, klein, dünn, dick. Ähnlich funktioniert das auch bei Substantiven. Hier kann un eine Verneinung bzw. das Gegenteil ausdrücken. Schauen wir uns auch dazu ein paar Beispiele an. Genauigkeit, Ungenauigkeit. Ich kann Ungenauigkeit überhaupt nicht leiden. Wissen, Unwissen. Hier haben wir im Deutschen sogar ein Sprichwort: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Aber aufgepasst, nicht immer können wir die Vorsilbe un verwenden, um das Gegenteil zu bilden. Zum Beispiel Interesse. Das Gegenteil ist nicht Uninteresse, aber Desinteresse. Oft verändert sich das Wort dann nämlich komplett. Wir drücken also nicht das Gegenteil aus, sondern haben ein ganz neues Wort mit einer anderen Bedeutung. Zum Beispiel der Fall und der Unfall. Und oft bekommt ein Wort, dem ein un angehängt wird, sogar einen negativen oder abwertenden Beigeschmack. Wie zum Beispiel der Mensch, der Unmensch, die Art, die Unart, das Wetter, das Unwetter. Bei Art oder Mensch ist das nicht das Gegenteil von Mensch oder Art, sondern drückt eben etwas Negatives aus. Also entweder eine schlechte Angewohnheit oder die Tatsache, dass jemand jemanden anderen als schlechten Mensch sieht.
Bei Wetter ist es natürlich auch nicht das Gegenteil von Wetter, denn es bleibt eine Art von Wetter, aber es drückt eben aus, dass es ein sehr schlechtes Wetter ist und da meint man meistens auch, dass es Gewitter, Sturm, Regen und so weiter gibt. Und natürlich dürfen wir hier auch nicht auf das Unwort vergessen. Das ist natürlich trotzdem ein Wort, jedoch ein Wort, das etwas Negatives ausdrückt. Zu den Unwörtern des Jahres 2020 haben wir übrigens auch Videos gemacht. Die könnt ihr euch gern noch einmal anschauen. Wir verlinken euch die in diesem Video. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, in Verbindung mit Mengenbezeichnungen drückt immer eine Verstärkung aus, also viel von etwas. Zum Beispiel eine große Menge oder eine Unmenge. Zum Beispiel, diesen Winter hatten wir eine Unmenge an Schnee. Oder eine große Summe an Geld ist eine Unsumme. Puh, das Projekt verschlingt Unsummen an Geld. Oder hohe Kosten nennen wir auch Unkosten. Also wenn wir uns in Unkosten stürzen, dann nehmen wir hohe Ausgaben auf uns. Und dann gibt es noch Wörter, die ohne das Un gar nicht funktionieren würden, wie zum Beispiel unermüdlich, also wenn man eine große Ausdauer oder Beharrlichkeit hat, oder unglaublich, das kann einerseits unwahrscheinlich heißen oder andererseits enorm, richtig toll. So, und wir haben jetzt noch für euch eine Übung vorbereitet. Ihr seht jetzt gleich 7 Beispielsätze und wir suchen Unwörter. Findet ihr alle Unwörter? Wenn euch die Übung noch ein bisschen schwer fällt, dann keine Sorge, wir blenden euch auch eine zweite Folie ein. Auf der seht ihr dann die gesuchten Unwörter, aber ihr müsst sie natürlich noch richtig zuordnen. Am Ende des Videos gibt es dann auch die Lösung, also bleibt dran. So, das war's wieder von uns. Ihr habt sicher gemerkt, dass die Un-Vorsilbe einfach unglaublich ist. Habt ihr euch alle Unwörter gemerkt? Beziehungsweise habt ihr Wörter, die mit einer Un-Vorsilbe beginnen, die wir nicht erwähnt haben, die ihr aber oft oder gerne verwendet? Lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf eure Ideen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen doppelt so viel Spaß.